Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meinem Food Adventskalender 2023 mit dabei seid. Heute kommt Türchen Nummer 2 und hinter 2 verstecken sich Montmorency Spitzbuben. Viel Spaß! Für diese unheimlich leckeren Spitzbuben brauchen wir eine Moscherie-Marmelade und die machen wir natürlich selber. Und zwar, ihr braucht 1 Kilo Kirschen, Tiefkühlkirschen am besten, 15 Stück von den Moscherie, 500 Gramm Gelierzucker 3:1, 100 Milliliter Amaretto, 50 Gramm Nuss-Nougat-Creme und dann braucht ihr noch Gläser zum Einwecken. Ich hatte jetzt ein 500 Milliliter Glas und zwei 250 Milliliter Gläser. Für die Marmelade müsst ihr die Tiefkühlkirschen auftauen. Bitte keine aus dem Glas nehmen, denn die liegen schon im Zucker drin und es wäre viel zu süß. Also bitte nehmt Tiefkühlkirschen. Ich glaube mal kaum, dass noch irgendjemand frische Kirschen hat. Die kommen in einen Topf, bitte pürieren, auf den Herd stellen, aufkochen lassen. Da ist jetzt auch der Amaretto schon mit drin und dann kommen die Moscherie noch dazu. Dann noch Nuss-Nougat-Creme und das Ganze unterm Aufkochen einrühren. Und wenn es dann kocht, kommt der Gelierzucker dazu, hineingeben und jetzt aufkochen lassen. Und zwar, also erstmal einrühren, aufkochen lassen und wenn es dann kocht, ungefähr 4 bis 5 Minuten einkochen lassen. So sieht es dann aus, richtig schön dunkelrot. Die Gläser müsst ihr natürlich vorher richtig gründlich sauber machen. Ich gebe die immer in die Spülmaschine und dann koche ich sie nochmal mit heißem Wasser aus. Sicher. Dann gießt ihr noch die heiße Marmelade in die Gläser hinein. Dann kommt auch schon sofort der Deckel drauf und dann am besten über Nacht auskühlen lassen. Und dann habt ihr eine total geniale Marmelade fertig. Dann geht es weiter mit dem Teig. Das ist jetzt mein Butterplätzchenteig. Das Einzige, was ihr hier jetzt noch mit hineingeben müsst, ist gemahlener Mohn. Also das Rezept unten verlinke ich euch in der Infobox und ein Video gibt es auch dazu. Bloß ich habe mir gedacht, ich gebe das jetzt nicht jedes Mal mit an. Also das wäre ja Quatsch. Das Ganze verkneten, so sieht er aus. Also ich liebe diesen Teig. Mit dem kann man echt so viel machen. Dann nochmal mit der Hand durchkneten und 2 Stunden kühlen. Dann braucht ihr Spitzbubenausstecher. Ihr könnt aber auch ganz normale runde Ausstecher nehmen. Ich hatte hier so spezielle, die sind schon uralt. Ich glaube, die bin locker schon 10 Jahre. Und dann für die Mitte noch so kleine Ausstecher. Ich hatte hier jetzt einen Herzausstecher und einen Stern. Dann den Teig so gut 2 mm. Mehr nicht. Ausrollen und dann eben pro Plätzchen 2 Plätzchen ausstechen. Das geht mit diesem Teil so herrlich einfach. Man drückt dann einfach da auf das blaue Ding drauf und dann zack, bums, fliegt es raus. Also das ist schon cool. Kann ich empfehlen. Die kommen dann auf ein Backblech mit Backpapier, ein bisschen Platz lassen und dann bei jedem zweiten Plätzchen die Mitte ausstechen. Übrigens, wer solche Ausstecher gar nicht hat, der kann auch, wenn er eine Spritztülle hat, auch eine Spritztülle nehmen. So sieht das Ganze dann aus. Und die dürfen jetzt bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für 8 bis 10 Minuten backen und nach dem Backen komplett auskühlen lassen. Und dann geht es ans Schichten. Aber nein, bevor wir schichten, kommt zuerst der Puderzucker über die Plätzchen drüber, die wo in der Mitte ausgestochen sind. Also bitte sieben. Ihr könnt aber auch den Puderzucker weglassen und von mir aus in Schokolade eintauchen. Das ist bestimmt auch total lecker. Also da könnt ihr eigentlich machen, was ihr wollt. Dann ist hier meine Marmelade. Ja, da war ich gleich geschockt, wie ich die aufgemacht habe. Die war schon offen, da hat schon jemand dran genascht. Aber das macht nichts, dafür ist er ja da. Und schaut doch mal diese Konsistenz an, die ist so lecker. Also ich war echt total begeistert, schon allein diese Farbe. Richtig cool. Ich habe jetzt die Marmelade in einen Spritzbeutel gegeben. Da tut man sich einfach leicht, aber ihr könnt auch Löffel nehmen. Dann gebt einen Klecks in die Mitte rein. Bitte nicht zu viel, denn sonst quetscht es auf der Seite raus und dann sieht es nicht mehr so toll aus. Auf jedes Plätzchen so ein Klecks drauf und dann nehmt ihr ein zweites Plätzchen mit Puderzucker und drückt es bitte vorsichtig an. Also ich habe schon geschafft, dass ich während des Drücken 2 Plätzchen kaputt gebrochen habe. Ne, also vorsichtig, die sollten auch richtig gut ausgekühlt sein. Ja, und das machen wir mit den ganzen Plätzchen, ist eine kleine Arbeit, aber es lohnt sich. Und dann habt ihr so schöne und leckere Montmorency Spitzbube fertig. Ist echt ein schwieriger Name für einen Franken. Die Plätzchen bitte in einer Plätzchenbox. Es gibt da so Metallboxen oder Plastikboxen. Luftdicht, trocken und dunkel lagern. Dann halten die locker 2, 3, vielleicht sogar 4 Wochen. Wobei 4 Wochen dürften schon hinkommen, denn da ist Alkohol drin.
Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, das zweite Türchen hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Adventszeit und bis morgen. Tschüss!